Carolina richtete den Rückspiegel und atmete tief durch. Das Radio spielte leise Musik, doch nichts konnte das beruhigen, was sie in diesem Moment fühlte. Es war Samstag, 10 Uhr morgens. Wie jede Woche stand sie kurz davor, ihren Vater im Altenheim zu besuchen. Einen Mann, der kaum sprach, der seine Tage still am Fenster verbrachte und in den letzten Monaten immer mehr in seine eigene Welt abgedriftet war. Sie griff nach ihrer Tasche, stieg aus dem Auto und überquerte den Garten des Heims Santa Lucia. Einige ältere Menschen saßen in der Sonne. Eine Pflegerin schob eine Dame im Rollstuhl, in der Luft lag der Geruch von Kaffee und Blumen. Alles schien wie immer. Doch an diesem Tag sollte alles anders sein. Carolinas Vater Augusto saß wie gewöhnlich am Fenster, den Kopf gesenkt, die Hände im Schoß, derselbe graue Pullover wie immer. »Hallo Papa«, sagte sie mit ihrem gewohnten Lächeln. »Ich habe dir dein Lieblingskäsebrötchen mitgebracht.« Er antwortete nicht, doch als sie sich neben ihn setzte und seine Hand nahm, drückte er sie leicht. Zum ersten Mal seit Wochen. Carolina erstarrte. »Papa!« Er hob den Blick. Seine Augen waren feucht. »Sie ist zurückgekommen, Tochter.« »Wer ist zurückgekommen, Papa?« »Sie, die Frau aus dem Brief. Ich habe sie letzte Nacht gesehen.« Carolina spürte, wie sich ihre Nackenhaare aufstellten. »Welche Frau, Papa?« Doch er schwieg wieder. Sein Blick verlor sich erneut in der Ferne, als hätte er sich in sich selbst verschlossen. In diesem Moment trat Pflegerin Luciana an sie heran. »Carolina, darf ich dir etwas zeigen? Es geht um deinen Vater.« Luciana führte Carolina in einen kleinen Raum mit persönlichen Gegenständen. Aus einer verschlossenen Schublade holte sie eine kleine Holzschachtel. Oben stand eingraviert A. Marquez. »Wir haben beim Sortieren alter Dokumente dieses Kästchen bei den Unterlagen deines Vaters gefunden«, erklärte die Pflegerin. Carolina öffnete die Schachtel vorsichtig. Darin lagen ein Taschentuch, eine Halskette mit einem blauen Stein und ein Brief. Das Papier war vergilbt, die Handschrift zitternd. Mit zitternden Fingern begann Carolina zu lesen. »Wenn du das liest, bedeutet es, dass die Wahrheit endlich ans Licht gekommen ist. Ich bin nicht geflohen. Ich wurde gezwungen. Er hat mich bedroht. Meinen Namen kanntest du nie. Aber ich habe dich vom ersten Tag an geliebt. M.« Carolina hielt den Atem an. Ihr Herz raste. Der Brief war nur mit M unterschrieben. Aber wer war diese Frau? Und was meinte sie mit »Er hat mich bedroht«? Carolina fuhr mit der Schachtel auf dem Schoß nach Hause. Die Nacht war schlaflos. Sie fotografierte den Brief, durchsuchte alte Unterlagen ihres Vaters, rief eine entfernte Tante an, aber niemand schien zu wissen, wer M war. Am nächsten Tag kehrte sie ins Heim zurück. Ihr Vater schwieg. Doch bevor sie ging, flüsterte er, sie trug eine blaue Kette, wie deine. Carolina erstarrte. Die blaue Kette? Die aus der Schachtel? Sie lief zum Auto, holte die Kette, kam zurück. »Diese hier, Papa?« Er blickte auf. Tränen standen in seinen Augen. Sie gehörte ihr. Marina. Marina. Das war es. Ein Name. Endlich. Aber wer war Marina? Und warum wurde sie aus der Familiengeschichte gelöscht? Beim Frühstück starrte Carolina auf die blaue Kette auf dem Tisch. Der kleine Stein schien gewöhnlich, aber jetzt trug er das Gewicht einer Enthüllung. Marina, die Frau aus dem Brief, die Frau, die ihr Vater geliebt hatte oder verloren oder vielleicht mehr. Sie tippte Marina Marquez, Marina Augusto, Marina Santa Lucia bei Google ein. Nichts Nützliches. Dann suchte sie die alten Fotoalben ihrer verstorbenen Mutter durch. Zwischen verblassten Bildern fand sie eines. Ihr Vater, jung, im Anzug, mit einer Frau im weißen Kleid im Arm. Aber das war nicht ihre Mutter. Carolina drehte das Foto um. Mit Bleistift stand da 12. Juni 1984, AM und M. Sie fühlte, wie ihr der Boden unter den Füßen wegzog. Diese Frau war Marina und ihr Vater war mit ihr verheiratet. Vor ihrer Mutter? Warum hatte niemand je darüber gesprochen? Am selben Tag fuhr Carolina aufs Land, um ihre Tante Antonia zu besuchen. Die ältere Schwester ihres Vaters, 82 Jahre alt, lebte allein in einem blumengeschmückten Häuschen. »Tante, ich muss dich etwas über Marina fragen.« Antonia verschluckte sich fast am Tee.
»Du hast diesen Namen gefunden?« fragte sie nach langem Schweigen. »Ja, und einen Brief. Und ein Foto. Wer war sie?« Antonia zögerte. Ihre Augen füllten sich mit Tränen. »Sie war die erste Liebe deines Vaters. Sie heirateten jung. Aber Marina verschwand. Damals hieß es, sie sei mit einem anderen Mann durchgebrannt. Aber dein Vater hat das nie geglaubt. Und Mama wusste das? Natürlich, aber man sprach nie darüber. Es war ein Familiengeheimnis, ein stillschweigendes Abkommen. Carolina bekam einen Kloß im Hals. Aber warum? Was ist passiert? Antonia seufzte tief. Vielleicht ist es an der Zeit, dass du es selbst herausfindest. Marina war die Tochter des Hausmeisters auf dem Landgut deines Großvaters. Er akzeptierte sie nie. Er sagte, wenn sie nicht verschwindet, würde er ihr Leben zerstören. Carolina riss die Augen auf. Er hat sie bedroht? Antonia nickte langsam. Das haben wir immer vermutet. Aber niemand hatte den Mut, es laut auszusprechen. Zu Hause durchstöberte Carolina eine alte Mappe mit Papieren ihres Vaters. Darin fand sie einen Kaufvertrag für ein Grundstück, datiert 1985. Name der Käuferin: Marina da Costa. Das Grundstück lag in einem abgelegenen Viertel, fast nur Gestrüpp dort. Ohne lange zu überlegen, fuhr Carolina hin. Dort stand ein altes Holzhaus, verlassen. Die Tür quietschte, die Wände rissig, Spinnweben. Am Boden lag ein schwarz-weißes Foto. Marina, ein Baby auf dem Arm. Carolina spürte, wie ihr das Blut in den Adern gefror. Dieses Baby war nicht sie. Ein Bruder? Zurück im Auto, das Foto auf dem Schoß, weinte Carolina, ohne zu verstehen. Wenn Marina ein Kind bekommen hatte, warum wusste niemand davon? Später rief sie Tante Antonia an, die Stimme bebend. »Tante, hat Marina ein Kind bekommen?« Schweigen. Zu lang. Sie war schwanger, als sie verschwand, aber niemand wusste, ob das Kind geboren wurde. Alles wurde unter den Teppich gekehrt. Dein Großvater hat sogar mir gedroht. Er sagte, wenn ich etwas verrate, nimmt er mir alles. Ich hatte Angst. Carolina spürte, wie ihre Welt zerbrach. Dann habe ich einen Bruder? Antonia begann zu weinen. Vielleicht. Es tut mir so leid, mein Kind. Es tut mir für uns alle leid. Die nächsten Tage waren erfüllt von einer neuen Mission: den möglichen Sohn Marinas zu finden. Was als gewöhnlicher Besuch beim Vater begann, wurde nun zur Familienrecherche, wie aus einem Film oder Albtraum. Carolina vergrößerte das Babyfoto, verglich es mit ihren eigenen Kinderbildern, suchte nach Ähnlichkeiten mit dem Vater. Es war unmöglich, sicher zu sein. Sie ließ in einer Druckerei Kopien des Fotos machen. Mit neuem Mut kehrte sie ins Altenheim zurück. Ihr Vater begrüßte sie mit einem leichten Lächeln, dem ersten seit Monaten. »Papa, ist dieses Baby auf dem Bild dein Sohn mit Marina?« Er sah hin und weinte. Still. Ich habe ihn nie in den Armen gehalten. Sie war schon weg. Und dein Großvater zwang mich zu schweigen. Carolina spürte, wie ihr das Herz zersprang. Aber wo ist der Papa? Augusto schüttelte verzweifelt den Kopf. Man sagte, sie bekam Hilfe von einer Hebamme und ging dann in den Süden. Ich weiß nur, dass sie einen Brief schickte. Nur einen. Und dann Stille. Im Altenheim bat Carolina um Erlaubnis, in alten Unterlagen ihres Vaters zu suchen. Sie fand in einem vergilbten Umschlag einen Brief, der nie übergeben wurde, hinter einem Bilderrahmen versteckt. Augusto, er ist stark zur Welt gekommen, mit deinen Augen. Ich habe ihn Miguel genannt, ich gehe in den Süden, ich darf kein Risiko eingehen. Er darf unser Leben nicht zerstören. Vielleicht wird Miguel dich eines Tages suchen. Wenn nicht, bewahre, was von unserer Liebe übrig blieb. M. Der Name traf Carolina wie ein Blitz. Miguel. Sie hatte tatsächlich einen Bruder, einen echten, mit Namen, mit Vergangenheit. Und er konnte überall sein. Aber sie würde nicht aufgeben. Niemals. Noch in derselben Woche erstellte Carolina ein Video. Sie filmte sich zu Hause, mit bebender Stimme, und erzählte ihre Geschichte. Zeigte das Foto, den Brief, berührte jede Silbe mit ihrer Seele. Am Ende sagte sie, wenn du Miguel heißt, 1985 geboren wurdest und von einer Frau namens Marina da Costa großgezogen wurdest,
Vielleicht bist du mein Bruder. Ich warte auf dich. Das Video ging viral. Über 800.000 Aufrufe in 3 Tagen. Hunderte Nachrichten. Doch eine stach hervor. Mein Name ist Miguel da Costa. Meine Mutter hieß Marina. Sie starb vor 3 Jahren. Vor ihrem Tod gab sie mir eine Kette mit einem blauen Stein. Können wir sprechen? Carolina hielt den Atem an. Die Welt schien stillzustehen. Sie antwortete sofort. 2 Tage später, in einem ruhigen Park der Stadt, sah Carolina einen etwa 40-jährigen Mann mit sanftem Blick und einer blauen Kette um den Hals. »Miguel?« fragte sie, die Stimme zitternd. Er lächelte. »Du bist Augustos Tochter?« Sie nickte. »Meine Mutter erzählte mir Bruchstücke der Geschichte, dass der Mann ihres Lebens ihr gewaltsam genommen wurde, aber sie nannte nie seinen Namen, nur, dass er weit weg sei. Und sie schrieb einen Brief, den sie nie abschicken konnte. Ich habe diesen Brief, er hat mich gefunden.« Sie schauten sich an, sagten nichts. Dann umarmten sie sich. Es war eine Umarmung nach Jahrzehnten, von Leben, die sich endlich berührten. Am nächsten Morgen brachte Carolina Miguel ins Altenheim. Ihr Herz schlug so laut, dass sie meinte, es würde durch die Wände hallen. Augusto saß wie immer im Gemeinschaftsraum, den Blick aus dem Fenster gerichtet. »Papa, jemand ist hier, der dich kennenlernen möchte.« Langsam drehte er sich um. Sein Blick blieb an Miguel hängen. Für einen langen Moment. Die Zeit schien stillzustehen. »Du«, flüsterte Augusto, die Stimme heiser. »Du hast ihre Augen...« Miguel trat näher. Er nahm die Kette vom Hals. »Sie hat sie mir gegeben. Sie sagte, es sei dein Versprechen und dass ich eines Tages verstehen würde.« Der alte Mann legte die Hand an sein Gesicht. Tränen liefen ihm über die Wangen. »Vergib mir, mein Sohn, dafür, dass ich dich nicht beschützt habe, dass ich aus Angst geschwiegen habe.« Miguel kniete sich vor seinen Vater. »Es gibt nichts zu vergeben, ich bin jetzt hier, das zählt.« Sie umarmten sich. Carolina drehte sich zur Seite, doch die Tränen liefen trotzdem. In diesem Moment trafen sich 3 Generationen und eine Liebe, die jahrelang vergraben war, blühte erneut auf. In den folgenden Tagen beschlossen Carolina und Miguel, die Wahrheit nach und nach mit der Familie zu teilen. Viele waren schockiert, andere weinten. Doch niemand konnte die Kraft dieser Geschichte leugnen. Tante Antonia sagte unter Tränen: »Ich habe auf diesen Tag so lange gewartet. Marina wäre so glücklich gewesen.« Miguel zeigte Fotos seiner Mutter, Notizen, alte Briefe. Carolina zeigte die Gegenstände aus der Schachtel, die verschwiegenen Briefe. Alles fügte sich zusammen wie ein Puzzle, das jahrzehntelang unvollständig blieb. Miguel lebte ursprünglich in einer anderen Stadt, beschloss aber umzuziehen. »Ich habe zu lange nicht gewusst, wer ich wirklich bin. Jetzt will ich jede Minute nachholen.« Er und Carolina besuchten den Vater gemeinsam. Sie brachten Kuchen, Bücher, Geschichten mit. Nach und nach veränderte sich Augustos Gesichtsausdruck, zaghafte Lächeln. Erinnerungen kehrten zurück. Sogar die Pflegerinnen bemerkten es. In ihm war etwas neu erwacht. Eines Abends sah er seine beiden Kinder an und sagte: »Ihr seid das Beste von mir, der Rest mal war Schweigen, Fehler und Reue.« Miguel erwiderte: »Dann leben wir jetzt, denn das Jetzt ist noch Zeit.« Zum 85. Geburtstag von Augusto organisierte die Familie eine kleine Feier im Garten des Heims. Carolina gestaltete eine Fotowand mit alten und neuen Bildern. Marina, der junge Augusto, ihre Mutter, Carolina als Kind und jetzt auch Miguel. In der Mitte hing ein gestickter Spruch auf blauem Stoff: »Liebe kann vergraben werden, aber niemals getötet.« Die Gäste waren gerührt. Die Kinder, die Enkel, alte Bekannte, alle hörten sich die Geschichte dieses unmöglichen Wiedersehens an. In dieser Nacht blickte Carolina zum Himmel und flüsterte: »Danke, Marina. Du hast mehr als eine Familie gerettet. Du hast die Wahrheit gerettet.« Monate später veröffentlichte Carolina ein Buch über die Geschichte. Es hieß »Der Brief, den die Zeit fast versteckt hätte«. Miguel schrieb das Vorwort. Augusto lebte noch, und jeden Samstag trafen sich die Geschwister zum Nachmittagskaffee. Immer mit Käsebrötchen. Das Leben dreht sich nicht zurück, aber es kann überraschen. Und manchmal liegt die größte Wahrheit unseres Daseins dort, wo wir sie nie erwarten. Versteckt in einer Schachtel, ganz hinten in einer Schublade oder im Herzen eines Menschen, der nie aufgehört hat zu hoffen.
Hast du jemals etwas entdeckt, das alles veränderte, was du über deine Familie dachtest? Erzähl es uns in den Kommentaren und schreib auch, aus welcher Stadt du zuschaust. Deine Geschichte kann anderen Hoffnung geben. Vielen Dank fürs Zuschauen.